Ja, hallo ihr Lieben. Ich bin hier in einem waschechten heiligen Hain. Das ist ein ehemaliger Brandopferplatz, der über einen Zeitraum von ungefähr 150 Jahren genutzt worden ist, in dem hier Gegenstände den Göttern geweiht worden sind, indem sie unbrauchbar gemacht worden sind, erstmal durch Feuer, aber auch, dass sie verbogen worden sind. Alles zu diesem wunderbaren Ort findet ihr in einem anderen Video, aber weil ich gerade hier bin, ich habe was ganz Magisches entdeckt und das passt natürlich zu einem so wunderbaren, heiligen Ort wie diesen hier. Ich habe Bärlap entdeckt und dank dem Römer Plinius dem Älteren wissen wir auch, dass die Druiden diese Pflanze damals schon geerntet haben und höchstwahrscheinlich in magischen Ritualen benutzt haben. Denn die Art und Weise, er beschreibt ganz genau, wie die Pflanze geerntet wurde und die Art und Weise, wie er das beschreibt, das ist zutiefst magisch. Und das allein schon zeigt dieser Ablauf, wie man diese Pflanze ernten musste, dass das keine gewöhnliche Pflanze war, die man sich so ins Badewasser getan hat, sondern dass die benutzt worden ist, sicherlich für magische und rituelle Zwecke. Und deswegen beschreibe ich euch das jetzt ganz genau, wie das funktioniert, Bärlap im druidischen Stile zu ernten. Als allererstes müsst ihr weiße Gewänder tragen, nicht so wie ich hier im Schwarz, ne? Ich bin ja ganz undruidisch gekleidet, das geht schon mal gar nicht, aber leider ist meine weiße Tunika, so wie das natürlich Plinius beschreibt, ja gut, er beschreibt das mit seinen römischen Wörtern, mit seiner römischen Sprache. Meine weiße Tunika ist jetzt leider gerade in der Wäsche, aber solltet ihr zufällig eine zu Hause haben, dann zieht sie euch an, wascht eure Füße davor, denn ihr müsst euch barfuß und mit gewaschenen Füßen der Pflanze nähern. Und dann greift ihr mit der rechten Hand durch die Tunika in einer Art und Weise, wie wenn ihr etwas stehlen würdet. Pflückt die Pflanze und legt sie in ein weißes Tuch. Ich finde das eine extrem spannende Art und Weise, wie man diese Pflanze erntet, und da muss eine ganz starke symbolische Bedeutung dahinter sein, weil ich meine, die Art und Weise, wie er das beschreibt, also wie wenn man etwas eben klauen würde, und wenn ich etwas klaue, sage ich, da hinten ist irgendwie ein kleiner kostbarer Ring und ich möchte den klauen, dann würde ich das auch nicht so machen, indem ich mich dem Gegenstand, den ich an mich nehmen möchte, zuwende, sondern ich würde irgendwie versuchen, so so nach rechts gucken und dann so, habe ich. Und genau so wird das Ernten eben beschrieben. Und ich habe versucht, mich da hineinzufühlen, was die Bedeutung, was die Symbolik dahinter sein könnte. Und das Einzige, was mir eben kommt, die linke Seite ist ja oft die passive Seite, die unbewusste Seite. Und indem man eben diese Pflanze mit der rechten Hand erntet, aber sie sozusagen aus der passiven Seite in die aktive Seite hineinzieht, kommt mir das fast so vor, wie wenn man sie entweder direkt aus der Anderswelt holt, weil der Pflanze werden starke magische Kräfte nachgesagt. Die werde ich euch nachher auch live vorführen, aber jetzt nicht hier. Bei einem Wald sollte man das nicht machen, weil das mit Feuer zu tun hat. Dass man entweder dadurch geglaubt hat, man hat die Pflanze und diese magischen Kräfte aktiviert, indem man sie wirklich direkt aus der Anderswelt herausholt, weil gerade Zwischenräume galten bei den Druiden ja als Zugänge zur Anderswelt. Und da kann ich mir wirklich vorstellen, dass man überschreitet ja auch in dem Ernteritual gewissermaßen eine Schwelle, weil wenn ich die jetzt einfach so für mich nehme, würde ich sagen, danke, habe ich, ja. Aber nein, es ist so eine, in dem Ritual an sich ist schon so eine Schwellüberschreitung drinnen, indem ich sie hole aus der unbewussten Seite. Also wie gesagt, wenn ich was stehlen würde,
ich würde da nicht hingucken, ich würde mich dir nicht zuwenden. Ich wende mich woanders hin, hole sie eben über die Schwelle und dann ist sie vielleicht aktiviert. Das sind jetzt meine Überlegungen, meine Gedanken. Das steht natürlich in dem Text von Plinius nicht so drinnen. Der schreibt einfach nur rein technisch, wie es funktioniert. Die Symbolik habe ich mir jetzt aus dem Ärmel hier gezogen. Ne? Was wichtig ist, was er auch beschreibt, ist, es sollte kein Eisen in den Einsatz kommen, also nicht mit einem Messer oder einer Eisenschere ernten. Danke, Maxel. Am besten auch kein Eisen in Form eines Anhängers oder so an sich tragen. Und ganz wichtig, das Wichtigste hätte ich beinahe vergessen, bevor man eben die Pflanze pflückt, eine Opfergabe dalassen. Plinius sagt in Form von Brot und Wein. Das ist natürlich auch klar. Eigentlich Teil jedes druidischen oder keltischen Rituals war immer eine Opfergabe. So, Dala. Seid ihr ready? Ja, das ist das Sporenpulver des Bärlapps. Man muss dazu sagen, dass der Bärlapp sowohl in Deutschland als auch in Österreich und der Schweiz unter Naturschutz steht, weil es wirklich eine selten gewordene Pflanze ist und man deswegen jetzt nicht irgendwie unsere Wälder hier leer räumen soll. Aber man kann sich dieses Sporenpulver relativ günstig im Internet kaufen. Das kommt meistens mit so einem Feuerspucker-Set für Anfänger, habe ich mir auch gekauft. Das nennt sich, glaube ich, Drachenzunge. Das werde ich nachher auch probieren. Aber jetzt passt mal auf, was das Ding kann, wenn ich es öffnen könnte. Also als allererstes sollte man aufpassen, dieses Pulver ist extrem fein. Wenn man es vielleicht schon sieht, es ist wirklich wie Puder. Also wirklich, es fühlt sich an wie Babypuder oder Puder, den wir uns eben aufs Gesicht streuen, wenn wir uns schminken. Von dem her muss man natürlich ganz genau aufpassen, wenn ein Wind ist, dass man natürlich mit der Windrichtung das reinpustet und nicht, dass einen der Wind dann das ins Gesicht zurückbläst oder irgendwie in die Richtung von anderen beteiligten Menschen bläst, weil das ist einfach, das fängt ganz schnell Feuer und man sieht ja auch, wenn es dann so ein bisschen hier in der Gegend rumfliegt, dann kann das schon schnell eine Stichflamme ergeben. Aber ich gehe jetzt mal ein bisschen zurück. Ich habe das selber ehrlich gesagt auch noch nie ausprobiert, sondern ihr seid jetzt live mit dabei. Okay. Oh Gott. Seid ihr ready? Okay. Das war jetzt echt nur eine ganz, ganz kleine Menge, die ich benutzt habe. Und ihr seht, was das für einen Effekt macht. Das ist wirklich wie so, wie man sich das aus den Kinderfilmen, aus den Zauberfilmen so kennt, wo der Zauberer Gandalf oder sowas so ein Boom, so einen Feuereffekt macht. Genau das macht dieses Pulver. Es ist sozusagen Pyrotechnik für Druiden. Und ich bin überzeugt, dass die das sicherlich damals irgendwie in ihre Rituale mit eingebaut haben. Das Puder ist auch relativ ölhaltig. Das heißt, wenn man sich die Hand richtig mit dem Puder einreiben würde und dann in Wasser taucht, würde die Hand trocken bleiben, was auch ein ziemlich cooler Effekt ist. Unter anderem wurde das Pulver deswegen auch als Wundpuder benutzt, wenn sich jemand wund gelegen hat. Ja, aber das war's. So viel zu dem magischen Bärlapp. Und passt auf, wenn ihr ein bisschen mit rumexperimentiert, weil das ist nicht ohne. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße.